Guten Tag an alle. Herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und ich bin heute hier in unserem gemütlichen Studio und freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Oder besser gesagt, zu hören. Aber heute ist der Tag ein bisschen anders als normal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss euch und Adele etwas Wichtiges sagen. Hallo zusammen und willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und ich bin so froh, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns immer riesig über jeden einzelnen von euch. Aber jetzt bin ich neugierig, Peter. Du klingst heute irgendwie anders. Ein bisschen ruhiger als sonst. Was ist los? Ja, du hast recht, Adele. Ich bin tatsächlich heute ein bisschen nervös. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Aber zuerst möchte ich euch alle begrüßen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Woher hört ihr uns heute zu? Aus Deutschland? Aus Österreich? Aus der Schweiz? Oder vielleicht aus einem ganz anderen Land, weit weg? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lieben das. Oh ja! Das ist immer so aufregend für uns, wenn wir sehen, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herkommen. Wir haben schon Kommentare bekommen aus Japan, aus Brasilien, aus den USA, aus Korea, aus Australien. Das macht uns wirklich sehr glücklich. Aber Peter, jetzt bin ich gespannt. Was möchtest du sagen? Du hast gesagt, du bist nervös. Das ist ungewöhnlich für dich. Also, Adele, ich muss dir etwas gestehen. Etwas, das mir seit ein paar Tagen auf dem Magen liegt. Ich muss ehrlich mit dir sein. Und ich muss mich bei dir entschuldigen. Bei mir entschuldigen? Oh, das klingt wirklich ernst. Okay, Peter, ich höre zu. Was ist passiert? Also, erinnerst du dich an letzten Dienstag? Du warst den ganzen Morgen in Besprechungen. Du hattest absolut keine freie Minute. Und dann bist du zu mir gekommen und hast mich um einen kleinen Gefallen gebeten. Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Ich habe dich gebeten, eine wichtige E-Mail für mich zu schicken. Eine E-Mail an unseren Chef, Herrn Müller. Ich musste ihm antworten wegen des großen Projekts. Du hast sofort ja gesagt. Ich war wirklich sehr dankbar. Genau das. Und ich wollte das auch wirklich tun. Ich habe sogar meinen Computer eingeschaltet. Ich habe die E-Mail geöffnet. Alles war bereit. Und dann? Und dann? Was ist dann passiert, Peter? Dann hat mein Telefon geklingelt. Dein Telefon hat geklingelt. Und? Es war meine Mutter. Du weißt, wie das ist. Man kann nicht einfach auflegen, wenn die Mutter anruft. Das macht man nicht. Ha, das ist wahr. Meine Mutter ist genauso. Wenn sie anruft, dann spricht sie mindestens eine Stunde. Was hat deine Mutter erzählt? Oh, alles Mögliche. Zuerst über meinen Bruder Thomas. Er hat eine neue Arbeit bekommen, irgendwo in München. Dann über den Nachbarn, Herr Schulz, der seinen Garten neu gemacht hat. Dann über das Wetter, das in letzter Zeit so ungewöhnlich ist. Dann über einen Kuchen, den sie gebacken hat und der nicht ganz so geworden ist, wie sie wollte. Ich verstehe. Das kenne ich sehr gut. Man sitzt da mit dem Telefon und nickt und sagt ja, ja, wirklich? Und die Zeit fliegt einfach vorbei. Genau so war es. Und nach fast einer Stunde habe ich aufgelegt und dann hatte ich plötzlich so viele andere Dinge auf meiner Liste. Ein anderes Dokument, das fertig werden musste. Eine andere Aufgabe, die auf mich wartete. Und die E-Mail, die war einfach nicht mehr in meinen Gedanken. Das heißt, du hast die E-Mail nicht geschickt? Ich habe die E-Mail nicht geschickt. Es tut mir wirklich sehr leid, Adele. Das war ein großer Fehler von mir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr das? Peter macht heute etwas sehr Wichtiges. Er gibt einen Fehler zu. Auf Deutsch sagt man, einen Fehler zugeben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Was denkt ihr? Ist es leicht oder schwer, Fehler zuzugeben? Schreibt es uns in die Kommentare. Es war für mich wirklich nicht leicht. Ich habe mehrere Tage gewartet, bevor ich mit dir gesprochen habe. Und in dieser Zeit war es nicht schön für mich. Mehrere Tage? Peter, das war doch nicht gut. Was ist in dieser Zeit passiert? Hat Herr Müller sich gemeldet? Ja, am Donnerstag hat er mich angerufen. Er hat gefragt, ob alles in Ordnung sei. Er hat meine Nachricht nicht bekommen. Und da wusste ich, dass ich wirklich ein Problem habe. Oh nein, was hast du ihm dann gesagt? Ich habe gesagt, es gab technische Probleme mit dem E-Mail-System. Aber das war auch nicht ganz die Wahrheit. Peter, das war nicht ehrlich.
Ich weiß. Das war auch falsch. Ich hätte sofort die Wahrheit sagen sollen, aber ich hatte Panik. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Das ist verständlich. Manchmal, wenn wir Angst haben, sagen wir nicht die ganze Wahrheit. Das ist menschlich. Aber es macht das Problem leider größer, nicht kleiner. Was meint ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt es uns. Genau das ist passiert. Das Problem wurde größer. Herr Müller hat dann auch dich angerufen, Adele. Und da wusste ich, jetzt muss ich wirklich ehrlich sein. Ich kann nicht mehr warten. Ja, Herr Müller hat mich tatsächlich angerufen. Ich war sehr überrascht. Und ich wusste zuerst nicht genau, was passiert war. Ich habe ihm gesagt, ich schaue das an und melde mich bei ihm zurück. Und dann bist du zu mir gekommen. Und dann bin ich zu dir gekommen. Und du hast mir alles erzählt. Wie hast du dich dabei gefühlt, Peter? Ehrlich gesagt, es war gleichzeitig das Schwierigste und das Erleichterndste, was ich in dieser Woche gemacht habe. Schwierig, weil ich wusste, dass du vielleicht enttäuscht sein würdest. Erleichternd, weil die Last endlich von mir gefallen ist. Oh, das ist ein sehr schönes Bild. Die Last ist von mir gefallen. Das bedeutet auf Deutsch, man fühlt sich erleichtert, befreit. Wenn man etwas Schweres auf den Schultern trägt und es dann weglegt. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, genau. So war es. Ich habe wochenlang, also ein paar Tage lang, mit diesem schlechten Gefühl gelebt. Und als ich endlich gesprochen habe, war das Gefühl so viel besser. Das glaube ich dir. Und jetzt erzähle ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das für mich war. Als Peter mir alles erklärt hat, war ich natürlich nicht glücklich. Ich war ein bisschen enttäuscht. Das verstehe ich völlig. Aber ich war nicht sehr wütend. Weißt du warum, Peter? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte erwartet, dass du viel wütender bist. Weil du ehrlich warst. Weil du zu mir gekommen bist und mir alles erklärt hast. Das zählt wirklich sehr für mich. Es ist viel leichter, jemandem zu verzeihen, der ehrlich ist, als jemandem, der immer neue Ausreden erfindet. Das ist so ein wichtiger Gedanke. Ich habe das gelernt. Ehrlichkeit macht Verzeihen leichter. Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein ganz wichtiger Satz für heute. Ehrlichkeit macht Verzeihen leichter. Können wir das alle zusammen wiederholen? Lest den Satz auf Deutsch. Und wisst ihr was, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Das gilt nicht nur im echten Leben, das gilt auch beim Deutschlernen. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Sagt es, wenn ihr etwas nicht wisst. Fragt nach. Das ist der beste Weg zu lernen. Absolut richtig. Ich lerne auch noch jeden Tag neue Dinge. Und wenn ich etwas falsch sage, dann lache ich darüber und lerne daraus. Das ist die beste Einstellung. Also, Adele, ich möchte noch einmal offiziell sagen, es tut mir wirklich sehr leid. Ich hätte die E-Mail geschickt haben sollen. Ich hätte dir sofort gesagt haben sollen, dass ich es vergessen habe. Beides war falsch. Ich höre das. Und ich nehme deine Entschuldigung an, Peter. Wirklich. Aber verspreche mir eines. Was soll ich dir versprechen? Wenn du das nächste Mal etwas Wichtiges vergisst oder einen Fehler machst, sag es mir sofort. Am gleichen Tag. Nicht nach 3 Tagen. Das verspreche ich. Das ist ein ehrliches Versprechen. Sofort. Gut, dann ist das für uns beide erledigt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr das alles verstanden? Wir haben heute über eine sehr alltägliche Situation gesprochen. Fehler passieren. Wichtig ist, was man danach macht. Und jetzt möchte ich mit euch über einige wichtige Ausdrücke sprechen, die wir heute benutzt haben. Habt ihr die Phrase „Es tut mir leid“ gehört? Das ist die bekannteste Art, sich auf Deutsch zu entschuldigen. Es bedeutet wörtlich so etwas wie „Es tut mir weh“. Oh, das ist interessant. Es tut mir leid. Es ist ein Schmerz. Man spürt also den Schmerz, den man dem anderen gegeben hat. Das zeigt, wie tief diese Phrase wirklich ist. Ja, und dann haben wir auch Entschuldigung gehört. Das ist kürzer und direkter. Man benutzt es, wenn man zum Beispiel an jemandem vorbeigeht oder wenn man kurz jemanden unterbricht. Und es gibt noch mehr Wege. Man kann auch sagen, tut mir leid, ohne das S am Anfang. Das klingt ein bisschen umgangssprachlicher, mehr wie die Art, wie junge Leute sprechen. Oder das war mein Fehler. Das ist auch sehr direkt und zeigt, dass man die Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernehmen. Das ist auch ein sehr wichtiger Ausdruck. Wenn man sagt, ich übernehme die Verantwortung, dann sagt man, ja, das war ich. Ich stehe dazu. Genau. Und das ist etwas,
das ich heute gemacht habe. Ich habe die Verantwortung übernommen, auch wenn es schwer war. Gut gemacht, Peter. Wirklich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sagt ihr Entschuldigung in eurer Sprache? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr neugierig. Wir hatten schon so schöne Kommentare aus verschiedenen Sprachen. Oh ja, das sind immer unsere Lieblingskommentare. Wenn wir sehen, wie viele verschiedene Sprachen es gibt und wie ähnlich manche Ausdrücke sind und wie verschieden andere, das ist wunderbar. Sprachen sind wirklich faszinierend. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Peter, ich möchte noch etwas fragen. Hast du Herrn Müller auch die Wahrheit gesagt? Also die ganze Wahrheit? Ja, das war tatsächlich das Schwerste. Als du mit ihm telefoniert hast, war ich dabei. Und ich habe ihm erklärt, was wirklich passiert ist. Dass ich die E-Mail vergessen habe, dass es mein Fehler war, nicht ein technisches Problem. Wie hat er reagiert? Er war nicht begeistert, das kann ich euch sagen. Er hat kurz geschwiegen. Das war ein langer, unangenehmer Moment. Und dann hat er gesagt, Herr Brandt, das darf nicht noch einmal passieren. Oh, das klingt ernst. Aber war das alles? Hat er nichts Schlimmeres gesagt? Nein, er war eigentlich verständnisvoll. Er hat gesagt, dass er froh ist, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Und dass er davon ausgeht, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. Das zeigt wirklich, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Auch wenn es in dem Moment unangenehm ist. Auf langen Sicht ist es fast immer besser, ehrlich zu sein. Ich glaube das jetzt wirklich. Früher dachte ich manchmal, wenn ich die Wahrheit sage, wird es schlimmer. Aber das Gegenteil ist oft wahr. Ihr hört das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Das ist eine wichtige Lebenserfahrung, die Peter heute mit uns teilt. Und er teilt sie auf Deutsch. Das ist doppelt wertvoll für euch. Ha! Ja, ich lerne durch meine eigenen Fehler. Ich hoffe, ihr müsst das nicht alle selbst durchmachen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir eine Aufgabe für euch. Eine kleine Übung. Versucht auf Deutsch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Das sind 3 kurze Sätze. Sagt sie laut. Sagt sie zu eurem Spiegel oder zu eurem Lernpartner oder einfach laut in eurem Zimmer. Das klingt vielleicht komisch, aber das Sprechen laut üben ist sehr, sehr hilfreich. Ich mache das auch manchmal. Ich spreche laut vor mich hin, wenn ich einen neuen Ausdruck lerne. Die Nachbarn denken manchmal, ich bin verrückt. Ha, das ist eine gute Methode, auch wenn die Nachbarn komisch schauen. Aber Spaß beiseite. Das laute Sprechen hilft wirklich. Es aktiviert eine andere Seite des Gehirns. Und man erinnert sich besser an Wörter und Sätze, wenn man sie laut sagt. Das stimmt wissenschaftlich. Ich habe das irgendwo gelesen. Wenn man etwas ausspricht, verbindet man es mit Muskelerinnerung, nicht nur mit Gedankenerinnerung. Oh, Muskelerinnerung. Das ist ein interessantes Konzept. Oder auf Deutsch Muskelgedächtnis. Die Muskeln des Mundes erinnern sich an die Bewegungen. Das ist sehr wichtig für die Aussprache. Genau. Deswegen ist es so wichtig, Deutsch zu sprechen und nicht nur zu lesen oder zu hören. Ihr müsst reden. Und habt keine Angst vor Fehlern. Das ist das Thema von heute. Fehler sind normal, Fehler sind gut. Aus Fehlern lernt man. Wie ich heute gelernt habe. Aus einem echten Fehler im echten Leben. Apropos Lernen. Habt ihr schon unsere anderen Episoden gehört? Wir haben so viele Themen behandelt. Alltagsgespräche, Einkaufen, Reisen, Familie, Arbeit. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, schaut euch den Kanal an. Es gibt Episoden für Anfänger, für Mittelstufe und für Fortgeschrittene. Für jeden ist etwas dabei. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören möchtet, dann schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir lesen alles. Stimmt. Letzte Woche habe ich Kommentare gelesen und einen sehr guten Vorschlag gefunden. Eine Hörerin hat geschrieben, sie möchte eine Episode über das Bestellen in einem Restaurant auf Deutsch hören. Oh ja, das ist ein super Thema. Das steht jetzt auf unserer Liste. Also, wenn ihr auch solche Vorschläge habt, schreibt sie unbedingt. Jetzt zurück zu unserem Thema von heute. Adele, ich möchte noch etwas sagen. Ich bin heute sehr froh, dass ich den Mut gefunden habe, mit dir zu sprechen. Ich auch. Und ich möchte sagen, ich finde es sehr schön, dass wir so eine Beziehung haben, in der wir offen sprechen können. Das ist nicht selbstverständlich. Das stimmt.
Es gibt Menschen, die jahrelang miteinander arbeiten und trotzdem nie offen miteinander sprechen. Das finde ich traurig. Offenheit und Vertrauen sind die Basis von guten Beziehungen. Egal ob Freundschaft, Arbeit oder Familie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was denkt ihr? Habt ihr auch solche Beziehungen in eurem Leben? Menschen, mit denen ihr offen sprechen könnt. Das ist wirklich ein Schatz. Ja, und wenn ihr so jemanden habt, sagt ihm heute, wie wichtig er oder sie für euch ist. Das kostet nichts, aber es bedeutet so viel. Das ist ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss. Danke, Adele. Gern. Und danke dir, Peter, dass du heute so mutig warst. Es ist nicht leicht, vor dem ganzen Publikum einen Fehler zuzugeben, aber du hast es gemacht. Für Wow Spoken German mache ich alles. Und für unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Ha, das ist schön zu hören. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was habt ihr heute gelernt? Ihr habt gelernt, wie man auf Deutsch einen Fehler zugibt. Ihr habt gelernt, wie man sich entschuldigt. Und ihr habt gelernt, dass Ehrlichkeit sich immer auszahlt. Und ihr habt gelernt, dass Fehler machen menschlich ist, dass es normal ist und dass das Wichtigste ist, wie man nach einem Fehler handelt. Genau, das ist die Zusammenfassung für heute. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Bevor wir uns verabschieden, haben wir noch eine Hausaufgabe für euch. Schreibt in die Kommentare auf Deutsch: Ich habe einmal einen Fehler gemacht, weil... Und dann erklärt, was passiert ist. Auf Deutsch. Macht euch keine Sorgen, wenn es nicht perfekt ist. Hauptsache, ihr versucht es. Und wenn ihr Fragen habt oder etwas nicht versteht, dann schreibt das auch. Wir helfen gerne. Vergesst nicht, Kanal-Abo drücken, Daumen nach oben und die Glocke aktivieren, damit ihr keine neue Episode verpasst. Ja, die Glocke ist sehr wichtig. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr diese Folge teilt mit jemandem, der Deutsch lernen möchte, dann tut ihr eine gute Tat für den Tag. Ha, eine gute Tat, das stimmt. Teilen ist Fürsorge, wie man auf Englisch sagt. Aber wir sind hier ja bei Wow Spoken German, also sagen wir es auf Deutsch. Teilen ist eine Freude. Wunderbar. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiedersehen von Peter. Und auf Wiedersehen von Adele. Tschüss, macht es gut, bleibt neugierig und lernt weiter Deutsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und denkt immer daran, Fehler sind erlaubt. Hauptsache, ihr lernt daraus. Bis bald.